Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ich einen Schotti Nautilus Bann mache. Der ist eher für kürzere Haare und erfordert einen Haargummi, weil ansonsten wird der ja ohne alle Hilfsmittel gemacht. Ich mache mir den Gummi um die linke Hand und nehme mit dieser Hand auch den Pferdeschwanz. Dann ziehe ich mit der rechten Hand den Gummi quer nach rechts über den Pferdeschwanz hinweg und gleichzeitig greift jetzt die linke diesen Pferdeschwanzansatz und zieht ihn nach oben durch diese beiden Gummihälften, sodass da ein Knubbel entsteht. So, jetzt halte ich mit der linken Hand den Knubbel gut fest und gehe mit der rechten Hand in den Gummi von oben rein, sodass der Haarstrang und die eine Hälfte des Gummis quer über den Handrücken der rechten Hand verlaufen. Und dann drehe ich diese Hand einmal im Uhrzeigersinn um sich selbst und gebe dabei ein bisschen Schmackes rein, sodass der Pferdeschwanz dann gleich auch nach rechts oben hin über die Hand fliegt. Und so habe ich meine Nautilus-Schlaufe erhalten. Die linke Hand lässt jetzt den Knubbel los und ich ergreife den jetzt mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Die Finger kann ich jetzt auch gut zu einem Kreis schließen, um den Knubbel damit gut zu fixieren. Und jetzt kann ich mit der linken Hand von oben unter der rechten Hand durchgreifend den Haarstrang nehmen. Und jetzt wickelt die linke Hand den Resthaarstrang gegenläufig zur Uhrzeigerrichtung um die Basis herum vollständig auf. Das passiert bei jedem Nautilus-Bann im Gegensatz zur Drehrichtung der Nautilus-Schlaufe vorher. So, und da die rechte Hand jetzt sowieso den Knubbel hält, ist es mit der linken Hand jetzt sehr einfach, die Schlaufe von der rechten Hand herunterzuziehen und über den Knubbel drüber zu stülpen. So, und jetzt fluffe ich diesen Knubbel noch ein bisschen auf, sodass das auch schön alles überspannt ist und der Gummi auch wirklich nicht gesehen wird. Und fertig. Ein Schotti Nautilus Bann rechtsdrehend. Ja, irgendwie habe ich hier bei der Mittelposition nicht ganz den richtigen Winkel getroffen, also hilft mir ein Standbild. Und fertig. Ein Schotti Nautilus Bann rechtsdrehend. Und weil es so schön war, mache ich das gleich nochmal linksdrehend. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man den aufmacht. Ich nehme mit der rechten Hand die Schlaufe wieder von dem Knubbel und mache die Drehung genau wieder andersrum, also gegen den Uhrzeigersinn, so dass das jetzt ein größerer Kreis ist. Und mit der linken Hand häufle ich jetzt auch den Haarrest wieder von der Basis weg auf. Und wenn man da jetzt sauber gearbeitet hat und da sich keine Haare im Gummi verfangen haben, kann man jetzt den Haargummi problemlos von dem Knubbel runterziehen und hält ihn dann ganz einfach in der Hand. Das ist mit meinen 2 AB-Haaren gar nicht so einfach, aber mit glatteren Haaren dürfte das sehr einfach sein. So, und da ich weiß, dass nicht alle Leute die Nautilus-Schlaufe mit der rechten Hand machen, mache ich das jetzt nochmal mit der linken Hand. Ihr könnt das jetzt hier bei dieser Drehrichtung viel besser erkennen. Ich habe den Haargummi jetzt um das rechte Handgelenk gespannt und halte mit dieser Hand auch den Pferdeschwanz. Die linke Hand zieht jetzt den Haargummi vom rechten Handgelenk nach links über den Pferdeschwanz hinweg. Und zeitgleich ziehe ich mit der rechten Hand den Pferdeschwanzansatz durch den Gummi nach oben, sodass wieder dieser Knubbel entsteht. Gleichzeitig gleitet die linke Hand von oben in den Haargummi und kommt unterhalb des Pferdeschwanzes und der unteren Haargummihälfte zu liegen. Jetzt mache ich mit der linken Hand wieder diesen Turnover, diesmal gegen den Uhrzeigersinn. Und siehe da, ich bin diesmal nicht energisch genug und deswegen bleibt jetzt der Haarstrang auch erstmal auf der Seite liegen. Und da muss ich dann also mit der rechten Hand nachhelfen, sodass der Haarstrang dann über dem Handrücken der linken Hand nach unten hängend zu liegen kommt. Und jetzt halte ich mit der linken Hand wieder gleichzeitig mit geschlossenem Daumen und Zeigefinger den Knubbel fest. Noch ein paar widerspenstige Strähnen in den Restpferdeschwanz holen. Dann greife ich mit der rechten Hand von oben unter der linken Hand hindurch, greife mir den Pferdeschwanz, ziehe ihn nach rechts oberhalb der Basis entlang und wickle ihn dann in Uhrzeigerrichtung vollständig um die Basis herum auf. So, und jetzt kann ich mit der rechten Hand
die Schlaufe samt dem Gummi von der linken Hand herunterziehen und über den Knubbel stülpen. Jetzt sehe ich, dass da noch ein Stückchen von dem Gummi rausblitzt. Das kann ich aber mit den Haarlagen oberhalb des Haargummis später sehr gut verdecken. So, ich habe jetzt den Knubbel nicht nochmal aufgeflufft, weil der mir schon kompakt genug erschien. Und die Dutz sehen auch sehr unterschiedlich aus im Nachhinein. Und fertig. Ein linksdrehender Ciotti Nautilus Bann mit einem Haargummi. Also ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mit einem einfachen Haargummi so eine schöne, fluffige und einfache Frisur hinbekommen kann, die überhaupt nicht zieht und den Tag über auch wirklich gut hält. Vielen Dank an der Stelle an Nicole Ciotti, die diese Frisur auf YouTube vorgestellt hat, wo ich sie gefunden habe. Ja, das ist für mich eine echte Offenbarung gewesen. Viel Spaß beim Nachbauen.